Guten Morgen, liebe Scooterfreunde. In meinem letzten Video habe ich es ja schon angekündigt. Ich werde euch heute mal ein bisschen was erzählen, was mit meiner Lambretta G350 für dieses Jahr geplant ist. Aber bevor ich gleich loslege, noch eine kleine Info zuvor. Denn meine Lambretta G350 hat jetzt einen Namen bekommen, genauso wie meine anderen Roller auch. Das ist irgendwie eine ganz witzige Geschichte, denn ich habe natürlich überlegt, was gebe ich der Lambretta für einen Namen, der vielleicht auch ein bisschen passt. Und da ist mir irgendwie was eingefallen, denn die erste Assoziation, die ich mit dem Schlüssel hatte, der kommt ja in so einem schönen Karton. Ich weiß nicht, ob ihr den Schlüssel schon mal gesehen habt. Ich kann euch den ja mal zeigen. Man sieht schon schön rot und hier steht verchromt drauf Lambretta. Und das Erste, was ich dachte, als ich den Schlüssel irgendwie sah, auch mit dem Karton, in dem der geliefert wird, das sieht irgendwie, erinnert mich so ein bisschen an Ferrari. Und da kam mir dann die Idee zu sagen, okay, roter Schlüssel, Ferrari, denn wenn der Roller einen Namen braucht, dann heißt er Enzo. Wie Enzo Ferrari. Das ist also die kleine Anekdote mit dem Schlüssel, fand ich irgendwie ganz witzig, denn das sticht auch wirklich so ein bisschen raus. Das ganze Fahrzeug ist weiß, es gibt nur wenige Sachen, die rot sind. Gut, der Anhänger hier, der ist von mir, aber Schlüssel ist rot. An der Sitzbank hier, der kleine Sticker ist rot. Und natürlich die Schalter für Warnblinkanlage und den Killswitch. Ich vergaß, eine Sache ist noch rot. Und zwar hier unten dieser rote Punkt. Sticht ein bisschen raus auf der weißen Fläche. Aber das ist der Zugang für die Zündkerze. Ja, damit man jetzt nicht alles abbauen muss, ist das ein Gummipfropfen, den kann man rausnehmen und dann mit einem Zündkerzenstecker kommt man da wunderbar an die Zündkerze ran. Ja, und deshalb fand ich den Namen irgendwie ganz charmant. Enzo, und der ist natürlich auch schon auf dem Fahrzeug verewigt. Da unten steht er. Finde ich, passt irgendwie ganz gut. Also Enzo, willkommen in der Scooteria-Familie. Ja, und mit Enzo habe ich jetzt einiges vor dieses Jahr. Und zwar das Wichtigste, ich habe mir jetzt einen Monat freigenommen und werde mit Enzo eine lange Reise machen. Ist jetzt vielleicht nicht so das Gängige, aber mit meiner Vespa bin ich damals auch verreist. Und das möchte ich jetzt mit der Lambretta machen, auch um mal zu testen, schafft die eine lange Tour? Das finde ich ist ein bisschen Herausforderung und ich will eine große Tour durch Europa machen, natürlich auch durch Italien. Naja, was passt da besser als eine Vespa oder eine Lambretta? Also von daher wird mich Enzo begleiten auf eine lange Tour durch Europa. Wo es genau hingeht, steht noch nicht fest. Das mache ich vielleicht auch wieder wie immer spontan. Also diesmal nicht mit einem Zontes, dem Touring-Roller, mit dem ich letztes Jahr gefahren bin, sondern diesmal mit einer Lambretta G350. Und ich glaube, das ist eine ganz interessante Geschichte. Ich möchte auch mal herausfinden, kann man mit einer Lambretta so eine lange Tour machen? Geht natürlich auch so ein bisschen um Zuverlässigkeit. Ich will die also wirklich mal auf den Prüfstand stellen. Paar tausend Kilometer damit innerhalb von 4 Wochen runterspulen und einfach mal schauen, wie fühlt sich die Lambretta an auf langen Touren oder auch in den Bergen. Ich werde auch in die Alpen sicherlich mal fahren. Also das wird eine ganz tolle Sache. Da freue ich mich schon extrem drauf. Habe mir auch extra lange dafür Zeit genommen diesmal. Und natürlich wird es bei dieser Reise ein paar Herausforderungen geben, denn das ist natürlich eher ein urbaner Scooter. Ich kenne das von der Vespa, gerade wenn es ums Gepäck geht. Ich bin jetzt sehr verwöhnt von dem Zontes, denn der hatte riesigen Stauraum unter der Sitzbank und hinten ein großes Topcase drauf. Hier muss man sich jetzt schon was überlegen. Also gerade bei einer langen Tour, ich bin fast 4 Wochen unterwegs. Also da habe ich schon ein paar Ideen, das werde ich mit Micha zusammen machen. Also da wird noch eine Gepäcklösung installiert werden, sodass ich da auch ein bisschen was mitnehmen kann. Unter der Sitzbank leider nicht viel Platz, aber es gibt natürlich die Möglichkeit, Gepäckträger ranzubauen, vorne und auch hinten. Und dann muss ich mir da mal irgendwie eine Gepäcklösung überlegen, die da mir das ermöglicht, einigermaßen was mitzunehmen. Ansonsten heißt es natürlich minimalistisch packen. Auch da mache ich dann nochmal ein separates Video drüber, wie ich meine Sachen packe für so eine lange Tour. Ja, weil so ein paar Sachen muss man halt schon mitnehmen. Man kann nicht nur mit einem T-Shirt fahren und einer kleinen Handtasche. Da wird einiges schon benötigt. Also da mache ich nochmal ein separates Video drüber. Dann natürlich Herausforderungen 12 Zoll. Wie verhält sich das jetzt? Ich werde natürlich auch ein paar Etappen Autobahn fahren. Funktioniert das? Ich habe ja schon ein paar Fahrtests gemacht. Also so auf Landstraßen und so fährt die schon sehr solide. Da bin ich schon sehr gespannt. Dann natürlich nächster Punkt Reichweite. Das war bei der Vespa auch so ein Ding. Bei der Vespa musste ich so alle 150, 180 Kilometer spätestens zum Tanken. Die hat halt auf der Autobahn auch richtig geschluckt. Manchmal bis zu 5 Litern und mit einem 8-Liter-Tank
kommt man da nicht weit. Hier haben wir jetzt 9,5 Liter, also ein bisschen mehr. Ich muss jetzt mal sehen, Verbrauch kann ich noch gar nichts sagen. Das muss ich jetzt in der nächsten Zeit mal testen. Werksangabe liegt, glaube ich, bei 3,5, 3,6 Liter. Damit würde man dann auf jeden Fall deutlich über 200 Kilometer kommen. Und dann gibt es halt noch so ein paar technische Sachen, die ich einbauen werde. USB, immer so ein Punkt, der hat 2 Anschlüsse, einen im Handschuhfach und einen unter der Sitzbank. Aber wenn man jetzt irgendwie ein Handy oben am Lenker hat oder ein Navigationsgerät, dann ist es ganz schön, wenn der irgendwie außen liegt, dass man dann Kabel legen kann. Da werde ich mir noch was einfallen lassen. Vielleicht auch Griffheizung und da habe ich mir noch ein paar Sachen auf die Liste geschrieben. Also da kommt noch einiges. Bevor ich losfahre, mache ich mit Micha zusammen noch ein paar Umbauvideos. Der hilft mir bei der Installation der ganzen Sachen, sodass das Ganze dann nachher so optimal wie es geht ausgerüstet ist für eine wirklich lange Tour. Ja, und wenn euch diese Reise interessiert, dann einfach dranbleiben am Kanal. Ich zeige euch natürlich vorher auch alle Umbauarbeiten, die ich mache. Ich zeige euch, was ich packe, wie ich packe. Das sind ja auch Sachen, die dann sehr minimalistisch jetzt ausfallen müssen. Und ich werde wahrscheinlich, bevor ich dann die ganz lange Reise mache, auch mal so eine 2-3 Tagestour machen, um einfach mal zu checken mit der Gepäcklösung, die ich dann habe und mit den Umbauten. Funktioniert das alles? Ist das alles in Ordnung? Ist das tauglich für eine lange Tour? Ja, und das sind jetzt die News für dieses Jahr. Enzo wird also mein Buddy für dieses Jahr, für meine lange Reise. Das wird jetzt auch eine sehr lange Reise. Also so lange war ich bisher noch nicht mit einem Roller unterwegs. Und da bin ich wirklich extrem gespannt. Ich muss mal schauen, ob ich eine Route plane oder ob ich doch lieber wieder spontan fahre. Ich finde es irgendwie immer ganz angenehm, wenn man sich einfach raufsetzt, vielleicht eine Himmelsrichtung vorgibt und sich einfach treiben lässt. Ja, das ist ja sowieso kein Rasen. Ja, also mit dem macht man jetzt nicht eins. Man fährt jetzt nicht irgendwie auf die Autobahn, sagt, okay, ich muss heute Abend irgendwo an den Alpen sein, habe da eine Unterkunft und dann geht's stationsweise weiter. Ich glaube, mit dem Roller ist es wirklich schön, so ein bisschen den Lebensstil zu genießen, so dieses etwas langsamere, charmante, stilvolle und sich einfach treiben lassen. Ich glaube, das wird wahrscheinlich auch der Weg sein, den ich nehme. Ich werde einfach losfahren und mich treiben lassen. Und da, wo es schön ist, und das ist halt der Vorteil, wenn man das so macht, wenn man mal eine Unterkunft hat oder eine Stadt findet oder eine Landschaft, irgendwo, wo man sich wohlfühlt, wo man sagt, boah, hier ist toll, dann kann man sich halt auch umentscheiden und kann sagen, gut, ich bleibe hier mal 2-3 Tage. Ja, also diese Flexibilität finde ich immer ganz schön und von daher wird das wahrscheinlich auch der Weg sein, wie ich dann mit Enzo zusammen die Reise beginne. Ja, und wenn ihr irgendwelche Ideen oder Anregungen habt, Punkt A, was jetzt Umbauten angeht, Gepäcklösungen etc., schreibt es mir gerne unten in die Kommentare rein. Und ich freue mich extrem auf diese Tour und auch die Vorbereitung natürlich, die Umbaumaßnahmen, das macht ja auch immer Spaß. Und da halte ich euch auf dem Laufenden. Und ihr könnt es jetzt natürlich in den nächsten Videos alles verfolgen, was ich da mache mit dem Roller, wie er umgestaltet wird, wie ich den für mich optimiere, dass er auf einer Reise bequem ist. So beim normalen Fahren habe ich keine Probleme, ist ja super angenehm von der Sitzposition, aber lange Strecken ist immer noch ein anderes Thema. Und wenn ihr meine Reisevideos kennt, dann wisst ihr, ich fahre auch mal wirklich lange Strecken mit einem Roller. Von daher baue ich mir den schon so zurecht, dass es dann auch angenehm wird. Ja, dann würde ich sagen, ich freue mich auf eure Tipps und Anregungen in den Kommentaren unten. Also es steht dieses Jahr wirklich eine ganze Menge an. Der Umbau von Enzo, das Touring-fähig machen für meine Verhältnisse, dann eine kurze Testreise und dann nachher die große Reise über einen Monat. Und das wird wahrscheinlich auch eine ganz schöne Strecke werden. Ja, und eine Sache, die vielleicht für viele von euch interessant ist, die auch einen Lambretta fahren, wie zuverlässig ist das Fahrzeug? Kann man damit lange Touren machen? Hält er das durch? Und ich werde natürlich auf der Tour auch alles erzählen, was gut an dem Fahrzeug ist, was vielleicht für mich jetzt nicht so perfekt ist. Und dann vielleicht am Ende der Tour mit Micha vom Coffee Racer 69 mal die wichtigsten Teile mal auseinanderbauen. Also dann nach der Tour mal die Variomatik ausbauen, gucken, wie sehen die ganzen Lager aus, wie sieht der Riemen aus, wie sehen die Rollen aus. Dass man so die wichtigste Technik mal abcheckt, wie da so die Haltbarkeit ist. Ich glaube, das ist vielleicht auch eine ganz interessante Sache. Und wenn euch die Story mit der Lambretta und der Reise interessiert, dann bleibt einfach dran und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, einfach Kanal abonnieren. Wenn ihr fahrt, fahrt vorsichtig. Wir sehen uns wie immer im nächsten Video. Macht's gut, bis dann und ciao.